Have you ever dreamt of a better version of yourself? A better version of yourself. So, hi meine Süßen und willkommen zurück. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr als nächstes Video haben wollen würdet. Und die Optionen waren ein weiteres 101-Video, Drogerieprodukte, einen Drag-Look nachschminken oder Lieblingsprodukte, die es nicht mehr gibt. Genau. Die große Mehrheit von euch hat sich entschieden für einen Drag-Look nachschminken. Drogerieprodukte war ziemlich nah dran, aber the drag took the cake. Deswegen machen wir das jetzt auch. Ich habe dann nochmal gefragt, was genau, welchen Drag-Look ihr haben wollen würdet und habe euch ein paar zur Auswahl gegeben. Also wir hatten hier den Promo-Look, dann hatten wir den Neon-Look, dann hatten wir die Topolino Nina Hagen-Geschichte, Mad Maxine, Let's Call Her That, die Goldene Künd, die Pastellmaus, die erste Folge oder die Schwarze Braut. Die Schwarze Braut war auch geil. Und habe euch gebeten, hier abzustimmen. Tatsächlich muss ich sagen, die Ergebnisse sind fast, also die Zeit ist noch nicht 100% rum, es sind noch keine 24 Stunden, aber fast ausgeglichen. Vor allem die Top 4 ist relativ klar, ist Neon, Schwarze Braut, Nina Hagen und The Goldene Künd. Und mit der fangen wir heute an. Ich habe mich gestern, weil ich schon geahnt habe, dass die in der Top irgendwas sein wird, extra schon gebräunt. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Also Drag Look heißt natürlich, Skin Prep ist jetzt schon gemacht. Ich klebe mir jetzt schnell die Augenbrauen ab, off camera. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Augenbrauen sind abgedeckt. Also wenn ihr das nochmal sehen wollt, ich habe ein Video dazu, ich blende es hier ein oder hier. Irgendwo da. Das hier ist uralt, das gibt es nicht mehr, aber ich benutze es noch, weil es noch nicht ganz alle ist. Aber da tut es any kind of orange, peachy Color Correction. Da muss man sich auch nicht total verkünsteln. Ich habe dann immer einen Silikonprimer drauf gemacht. Hier altbewährt, Catrice Prime and Fine. Da wissen wir, was wir haben. Ich mache mein Gesicht in Drag gerne von oben nach unten. Das heißt, ich fange mit den Brauen und der Stirn an und arbeite mich dann nach unten voran, weil mir das immer noch die Möglichkeit gibt, Sachen zu korrigieren, während sie passieren. Und bei den Augen ist klar, bei Drag, da ist so viel Lidschatten am Start und auch Glitzer und was weiß ich. Wenn da Sachen runterfallen und ich habe die ganze Foundation unten drunter schon fertig, ärgere ich mich grün und blau. Nicht wundern über den Schnauzer, ich werde jetzt nicht das ganze Gesicht rasieren für ein bisschen Drag-Video. As much as I love you people, aber nein. Ich habe mich getannt. Ich habe das, als wir Drag Race gefilmt haben, auch immer gemacht, weil ich wusste, Raven hat in einem Interview erzählt, dass sie, als sie angefangen hat, Rue zu schminken, sie hatte übernommen von Matthew Anderson, sie Rue die erste Staffel komplett zu hell gemacht hat. Also sie hat Rue auf seinen tatsächlichen Hautton geschminkt und das war dann aber mit dem ganzen Kameralicht, sah es ausgewaschen aus und das hat sie aber dann erst gesehen, als sie die Folgen gesehen hat und war dann für die nächste Staffel gewappnet. Der Fehler ist mir dann nicht passiert, sondern ich wusste, alles klar, wenn ich in diesem ganzen Licht sitze, muss ich 2, 3 Töne dunkler sein, als ich normalerweise gehen würde, einfach damit das on camera nicht komplett blass aussieht. Das ist, glaube ich, in diesem Licht hier mittlerweile ähnlich. Hier steht so viel Licht rum, dass ich das ruhig auch mal bedenken könnte, denn wenn ich mich jetzt hier im Monitor anschaue, dann habe ich das Gefühl, es sieht normal aus. Das sollte vielleicht so aussehen immer. Wenn man sich das Foto anschaut, ich blende es euch mal in größer ein, das ist alles, also es ist alles sonnengeküsst, aber soft, soft, soft. Wir haben Peach-Töne, wir haben Pink-Töne, wir haben sanfte Kontur, sanfte Highlights, nichts ist zu krass, die Augenbraue ist relativ soft. Also ja, all in all, cute. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen TV Paint Stick auf die Braue machen, einfach damit die wirklich weg ist. Klar gibt es andere Full-Coverage-Produkte, die nicht so gritty sind. Also die Kryolan Paint Sticks schlägt nichts im Bereich Coverage oder so. Allerdings muss man halt auch sagen, Coverage ist nicht alles bei solchen Unterfangen. Ich würde ganz oft so einen Paint Stick tatsächlich einem anderen Full-Coverage-Produkt vorziehen, das ähnlich viel Coverage hat. Einfach weil die Textur auch hilft, so kleine Rillen aufzufüllen oder Narbenmale aufzufüllen. Dadurch, dass das so ein fettes Zeug ist, was nicht flüssig ist und nicht dünn ist, das kann helfen, um gewisse Dinge zu kaschieren, wie zum Beispiel Aknemale hier an der Wange oder eben so eine Textur in der Augenbraue. Ich benutze den Ton 4W, das ist normalerweise mein Hautton, deswegen, also ihr könnt sehen, ich
bin tatsächlich dunkler, als mein normaler Hautton ist. Ich habe mir überlegt, ich werde nicht die gleichen Produkte benutzen wie vor Ort. Teilweise habe ich vergessen, was wir benutzt haben oder was ich benutzt habe. Andererseits habe ich mittlerweile auch Produkte, die ich, glaube ich, für besser geeignet halte oder die ich gerne mal ausprobieren würde. Deswegen machen wir das einfach. Ich werde auf der Stirn für die große Fläche die Anastasia Beverly Hills Foundation in der Farbe 3CR nehmen. Also die Impeccable Foundation, die ist Full Coverage, die haben wir schon ausprobiert. Die ist schön matt. Ich werde auch auf jeden Fall gleich mal einen Beauty Blender auspacken. So, wer sich ein bisschen mit Drag auskennt, wird das wissen. Wir machen das, was KünstlerInnenkreisen gerne der Beige Rainbow genannt wird. Das heißt, wir machen die große Stirn plastisch, indem wir einen Punkt setzen, wo das Licht quasi ist. Und dann wird es graduell dunkler, je nachdem, was für eine Stirn-Shape wir haben wollen, und ist am dunkelsten hier. Das heißt, wir machen das dadurch auch wieder kleiner, ne, die Ränder kleiner. Ich benutze dafür gerne die 10W von Kryolan. Verblende ich mit einem Pinsel erstmal. Um jetzt das Highlight in der Mitte zu machen, und zwar nehmen wir da mal einmal Light Peach von e.l.f. Mal gucken. Ja, das ist schon heller. Das ist ganz cute. Neuer Pinsel. Gehe dann nochmal mit dem Anastasia Foundation Pinsel über die Ränder, damit das wirklich soft und smooth aussieht. Möchte aber gerne, dass hier die hellste Stelle heller ist. Überlege, ob ich den nehme. Ja, why not? Machen wir da noch a little more light. Und auch wenn das vielleicht exzessiv wirkt, dieses Überlagern von Farben, so entsteht halt Dreidimensionalität. So entsteht eine Illusion fürs Auge, die das Auge verwirrt und wo das Auge dann denkt, ach ja, guck mal, tatsächlich. Der passt so für mich. Und der nächste Schritt sind Augenbrauen. Das ist natürlich die Königsdisziplin. Machen wir uns nichts vor. Terrifying as fuck für viele von uns. Ein bisschen das Gefühl, der Schlüssel dazu, das halbwegs gut hinzukriegen, ist Furchtlosigkeit. Und machen. Einfach machen. Das ist das Gute. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht gepudert, weil wenn ich jetzt mit meiner creme-braunen Farbe, die ich benutze, da reingehe, mich vermale, kann ich es theoretisch wegwischen und drüber arbeiten, weiterarbeiten. P. Und die Farbe ist Hazelnut Latte. Das ist ein softeres Braun und mein Holy Grail für Augenbrauen. Das Ding, auf das ich auf gar keinen Fall verzichten kann in diesem Step, ist hier von Smith Brushes. Das ist eine Mini Angle. Eine Mini Angle Brush, die, wie ihr sehen könnt, super scharf ist. Ich habe so viele andere Pinsel ausprobiert. This is the fucking best. Ich muss mir kurz nochmal die Braue anschauen, wie sie war, dass wir so ein bisschen in der Familie bleiben. Ich glaube nämlich, die war nicht sehr spitz gewinkelt, nicht sehr, sondern eher so eine softe. Und man kann sehr schön erkennen, meinen quasi Signature Brow, kein Trick, aber das, wie ich meine Brow male, immer oder fast immer. Und zwar kommt die bei mir hier unten raus. Also wenn ihr sehen könnt, das ist hier unter meinem Braunbogen. Da kommt die raus, geht hier hoch und dann male ich sie mir hier. Ne, also das ist die Unterkante, das hier wäre die Oberkante. Bei vielen Leuten ist der Klassiker diese Derek Barry Braue, die quasi hier oben erst anfängt. That's not my brow. Und das mache ich, weil das für mich in meinem Gesicht schöner aussieht. Könnt alle machen, was ihr wollt. This is how I do it. So mache ich meine Dragbrauen. Ich male mir die mit dieser Creme vor. Dann male ich mir jetzt die andere Seite, bevor ich das alles ausmale, nach die andere Seite und dann fange ich sie an aufzufüllen. Und wenn sie komplett aufgefüllt sind, dann pudere ich mal. Vorher nicht. Ich nehme jetzt auf dem gleichen Pinsel, gleiche Farbe erstmal und fülle mir das Schwänzchen hinten aus komplett. Der hinterste Teil soll bei mir am dunkelsten sein und am schärfsten, am definiertesten. Ab hier höre ich auf, neues Produkt auf den Pinsel reinzumalen, sondern mache mir den sogar, wisch mir das ab und verblende jetzt das, was da ist, quasi nach vorne. Weil ich gerne will, dass das ab da, also Ombre-mäßig, ein bisschen ausläuft. So, und jetzt gehe ich her und nehme mir einen geraden Pinsel. Dieser hier ist von Kiko. Ich weiß nicht, ob sie den noch machen. Ganz flach hier. Könnt ihr sehen. Ich nehme jetzt hier auch einen Concealer, because why not? Und stempel mir hier, kein Streichen, kein Hin und Her, dann macht ihr es nur schlammig und muddy. Stempel mir die untere Kante klarer.
Das werdet ihr merken, wenn ihr das nachmacht oder selber macht. Aufkleber schminkt sich anders als auf nackter Haut. Bei Drag Race hatte ich natürlich die Augenbrauen rasiert. MAC Painterly Paint Pot. Mache mir die erste Schicht tatsächlich auch mit dem Finger. Und den mache ich übers ganze Lid, also bis unter die Augenbraue quasi. Ich blende die in den Concealer, den ich da gerade hingelegt habe. Und den muss aber auch überall hin, wo ich später, also auch hier raus, wo ich später Lidschatten hinmache. Weil ich will, dass der Lidschatten überall gleich auf der Haut liegt und überall gleich reagiert und soft verblendbar ist. Und das geht nur, wenn überall die gleiche Unterlage ist. Bevor wir jetzt weitermachen, will ich einmal den Bereich, wo alles gut ist quasi, alles, was schon safe ist, das will ich jetzt schon mal pudern. Ich nehme jetzt erstmal hier Make-up by Mario Fair Pink für die innere Zone. Dann gehe ich mit One Size Transparentpuder, mit diesem Ding hier, über die Seiten, da wo es mir egal ist, und ein bisschen über die Braue. Versuche nicht das Painterly-Zeug abzupudern, was ich mir gerade dummerweise schon aufs Augenlid gemacht habe. Ich gehe jetzt mit der Anastasia Beverly Hills braunen Palette, mit der Brow Pro Palette, nochmal in die Augenbrauen. Ich gehe mal rein mit Caramel, mit diesen beiden hier, weil der Look insgesamt ist ja so ein bisschen wärmer. Und gehe hier vorne Softy, 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 Softy über das Innere, aber wirklich Softy, Softy, Softy. Ich will es auch gar nicht zu warm. Und gehe dann mit dem hinteren, mit dem dunkleren über den Rest, das Auge daran zu erinnern, dass die da ist unter dem Puder, weil Puder, wenn wir Dinge mit Creme ins Gesicht malen, wirken die erstmal so pigmentiert, wie die sein sollen. Und sobald wir die abpudern, verschwindet das oft so ein bisschen. Deswegen ist es immer ganz gut, die dann mit Puder nochmal wieder hervorzuholen, ob das jetzt ein Blush ist, ein Konturpuder oder eben auch eine Augenbraue. Und ihr werdet es vielleicht gesehen haben, gerade ich bin hier ganz unten an der untersten Naht, bin ich auch mit dem Dunkeln lang gegangen. Allerdings wirklich nur da. Hier vorne, ich schattiere das nicht hier oben rein, den dunklen Ton, sondern wirklich nur hier unten und mache mir da quasi wie so ein Abschluss, wie so eine Naht. Einfach, weil ich super gerne mag, das gibt der Braue ein bisschen Dimension. Ich hatte das in einem anderen Video schon erzählt, aber dieser ganze Augenlook ist tatsächlich mit einer einzelnen Palette entstanden. Und zwar der Natasha Denona Mini Biba Palette. Das ist diese hier, die fällt schon auseinander. Die hat aber auch, ist schon viel gereist. Was davon ausgenommen ist, ist das Highlight hier oben und natürlich das Schwarz. Aber so die Farbwelt ist alles diese Palette. Ich will jetzt hier oben, lege ich mir ein kleines Highlight unter die Braue, was Helles. Nehme ich hier Make-up bei Mario Master Mats, nehme da den hellsten Ton. Das ist so ein Off-White, das passt gut. So. Legen wir uns da unter die Braue und sind natürlich vorsichtig, dass wir jetzt nicht gleich wieder über die hingelegte Naht da rutschen und die Braue wieder irgendwie diffuser machen, sondern dass das alles schön dahin geht, wo es hin soll. Ich gehe jetzt mal mit diesem Pinky-mäßigen Shade hier, nehme ich mir, das ist so eine angeschrägte Brush, ich mag die ganz gerne für so Flächen und die lege ich mir als erste hin. Das ist meine Transition Shade, also als erste aus dieser Palette und ich fange hier drinnen an und sketche mir quasi mit der vor, wo die anderen Farben auch später hinkommen. Und das Coole an diesen angeschrägten Pinseln ist, dass die dir quasi die Blendarbeit so ein bisschen abnehmen. Da, wo die Spitze reingeht, ist die Farbe am intensivsten und nach oben hin, weil da nicht so viele Bristles sind, nicht so viele Haare, wird der Farbauftrag schon softer. So, damit sketche ich mir jetzt quasi meine Lidfalte aus und ihr seht, das ist eigentlich auch da, wo meine wäre. Also wir malen jetzt nichts überdragiges hier hin. Hier ziehe ich es natürlich ein bisschen hoch und ein bisschen raus. Und auch hier gehe ich ein bisschen in die Braue rein und in die später entstehende Nasenkontur. Und jetzt vertiefe ich mir einfach die Lidfalte, gehe hier mit dem nächsten Shade rein, das ist dieses Braun, Beige. Und mache das jetzt
Also ich gehe in die gleichen Stellen rein, wo vorher auch das peachige Ding war, der hellere Ton. Aber ich verblende es natürlich nicht genauso großflächig, sondern ich konzentriere mich. Es schrumpft jetzt quasi, mein Blendbereich schrumpft zur Lidfalte hin, also zu dem dunkelsten Punkt. Es wird jetzt immer enger quasi. Hihi. Weiter geht's mit diesem hier, mit diesem dunklen Braun. Das hier werden wir wahrscheinlich eher nicht benutzen, das hat einen Schimmer und das ist, wenn wir Tiefen aufbauen wollen, nicht so der perfekte Ratgeber. Dafür nehme ich jetzt einen neuen Pinsel, nämlich sowas hier, so eine kleine Pencil Brush. Das ist hier von Makeup by Ariel mit Morphe. Und da nehme ich mir jetzt hier von dem Braun und gehe jetzt hier wirklich nur in die Tiefen der Lidfalte. Ich werde gar kein Schwarz benutzen, glaube ich, in der Lidfalte, also im Eyeliner dann natürlich schon. Aber ich glaube, diesen Bereich hier will ich wirklich nur mit dem Braun definieren. Und hier ist jetzt, genau an dieser Stelle hier ist immer der Moment, wo es für mich spannend wird, weil meine Haut da eben schon hängt und da die Spannkraft nicht ist. Und wenn ich da mit zu viel Druck rübergehe, habe ich eine Macke drin. Oder es wird zu hoch oder so, ne? Dann habe ich da keine Linie, sondern was Wackeliges. Da muss ich mal sehr vorsichtig sein. Leg mir hier so einen kleinen Wing rein schon. Das ist total überflüssig, denn später, wenn der Eyeliner da drüber kommt, sieht man nichts mehr davon. Aber für meinen Prozess ist es wichtig. Und ja, ne, man kann sich natürlich auch einfach eine Farbe bis unter die Augenbraue schmieren und dann nur einen weißen Strich dazwischen setzen und sagen, Drag Make-up funktioniert auf die Entfernung, alles gut. Und wenn ihr das schön findet, könnt ihr das machen. Aber diese plastische, was ihr jetzt hier sehen könnt, dass sich das anfängt fürs Auge glaubhaft, auszusehen, dass hier tatsächlich eine Wölbung ist, dass das hier sich verschmalert, dass es hier wirklich tief ist. Das geht halt nur mit Blending-Arbeit und ein bisschen Zeit. So. It is what it is. And it's beautiful. Das ist die haben sie mir am Set gegeben am ersten Tag. Die Produktion hat gesagt, hier, das ist jetzt für jeden, for every day, deine Trinkflasche. Da ist Glitzer drin, guck mal hier. Ja, und da hat Sarah mir immer, kann nicht sagen wie viele am Tag, aber so 4 halbe Liter Monster ohne Zucker jeden Tag einverleibt, damit ich irgendwie die Energie halten konnte. Und ich habe die heute rausgekramt, weil ich dachte, das wäre cute. Ich mache jetzt als nächstes die Outline meines Eyeliners, denn wir müssen später ja goldenen Glitzer draufpacken. Und wenn ich erst alles mit Glitzer voll mache und dann den Eyeliner drüber ziehe, ist das bescheuert. Wenn ich aber den Eyeliner jetzt komplett machen würde und dann Glitzer draufhauen würde, wäre es auch bescheuert, weil dann hätte ich ganz viel Glitzer im Eyeliner. Das will ich auch nicht. Deswegen mache ich jetzt die Outline meines Eyeliners fertig, lasse aber den Rest frei, fülle den nicht aus, lege den Glitzer oben drüber, mache dann sauber, fülle den Eyeliner aus und dann haben wir hoffentlich saubere Linien. Auch das wird an alten Augen nicht einfacher. Und bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen, du bist gar nicht so alt. I know. Vieles von dem, was ich sage, hat auch immer eine gewisse Spur Humor. Das sei an der Stelle nochmal dazu gesagt, manche Leute nehmen einen wahnsinnig ernst. Aber auch das ist Realität. Meine Haut ist älter und deswegen habe ich zum Beispiel diese Falte hier, die mir verbietet, hier einen kleinen Eyeliner zu ziehen, weil die einfach immer dazwischen liegt. Das heißt, ich muss jetzt größer, muss viel mehr Platz da beanspruchen, um dasselbe Ergebnis zu bekommen wie vorher. Auch ein geflügeltes Wort am Set zwischen Sarah und mir war, da wirst du dich später drüber ärgern, wenn du es jetzt nicht wegmachst. Ganz oft, wenn ich mir so Sachen ins Gesicht gemalt habe, gerade bei Eyeliner und ganz oft bei diesem Auge, sowas passiert, dass entweder sich was abgesetzt hat oder hier so eine ganz kleine Macke drin war. Und Sarah dann sagte, willst du dir nur sagen? Und wenn du es jetzt nicht wegmachst, ärgerst du dich später. Und sie hatte immer recht. Deswegen mache ich es jetzt gleich weg. Hallo Sarah. Als nächstes kommt der Glitzer. Das hier ist der Glitzersarg. Man muss mal super vorsichtig sein. Wem einmal so ein Glitzer aufgegangen ist im Koffer, der weiß Bescheid. Weil, ne, Glitzer kriegst du so gut wie nicht wieder weg. Das ist super nervig.
Und die gehen gerne mal auf. Deswegen habe ich die immer gesondert in so einem Ding, doppelt gesichert quasi. Das sind zwei Eddie Funkhauser Glitzer, die gibt es nicht mehr. Das eine hier ist ein Gold, das hier ist so ein Multi-Irgendwas. Und die mische ich mir ein bisschen zusammen, dann haben wir ein bisschen mehr, dann ist es lebendiger für die Kamera. Jetzt nehme ich mir hier so einen schmalen, wir nennen das eine Katzenzunge, so einen schmalen, glatten Zungenpinsel. Nehme damit hier so ein bisschen Kryolan Glitterbase auf die Handrücken, auf den Handrücken, lege mir den auf das bewegliche Lid, also auf den Platz zwischen meinem Eyeliner und meiner Lidfalte, und zwar komplett, und lasse das erstmal ein bisschen antrocknen, während ich die nächste Seite mache. Wir wollen nicht, dass der super feucht ist, weil dann besteht die Gefahr, dass von dem Gel wieder auch was auf den Glitzer kommt, also dass der nicht sofort sticky ist und da bleibt und da klebt, sondern dass es sich erstmal, dass man es 2-3 Mal durcheinander blinzelt, bis es dann antrocknet, und dann ist der Glanzeffekt ein bisschen geschmälert natürlich. Dadurch, dass da dann Gel auf dem Glitzer drauf ist, ist es wie ein Spiegel. Und dann sieht er weniger gut aus, dann glitzert er weniger. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt nehme ich nehme einfach denselben Pinsel, den kann ich waschen. Ne? Und gehe mir damit hier, tippe mir nur einmal die Unterseite da rein. Ihr seht sofort attached, weil da ist ja auch Kleber dran. Und tupfe mir das jetzt auch nur, ich gehe jetzt hier erstmal mit der Seite ran, vorsichtig. Tupfe mir das auf die Base. Reibe das nicht hin und her, es ist immer nur tupfen und ablegen, tupfen und ablegen. Ihr seht, das sieht sehr schön aus, funkelig. Machen wir das gleich auf der anderen Seite. Glitzer überall, I hate it. Inglot 70 ist das, glaube ich, 77. Das ist ein schwarzer, super hochpigmentierter Gel-Liner, der wirklich drauf gleitet wie Butter. Ich mache das gerne mit einem Lippenpinsel, das, was ich jetzt mache, mit so einem leicht angeschrägten Lippenpinsel. Einfach, weil ich da die Form, die ich ausmalen muss, am besten mit erreichen kann. Wenn ich jetzt einen nehmen würde, der gerade wäre, würde ich nicht in die schmalen Ecken reinkommen. Ich hätte Schwierigkeiten mit den Längen. Gleichzeitig, wenn ich jetzt mit so einem Fuddelpinsel da reingehe, mit so einem kleinen, bringt mir das auch nichts. Und damit male ich jetzt das bewegliche Lid aus und fülle mir meinen Eyeliner auf. Da ist jetzt ein bisschen Glitzer mit drin, wie ihr sehen könnt, aber es ist wirklich nicht schlimm. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, das nochmal zu fixieren mit schwarzem Eyeshadow. Also der Gel-Liner funktioniert sicherlich auch so, ohne Fixierung. Ich mache es trotzdem immer einfach zur Sicherheit, und weil ich das Gefühl habe, dann ist es am schwarzesten, am mattesten, sieht am besten aus für die Kamera. And that's what I want. Nehmen uns hier, sieht ranzig aus, die Sugarpill Pro Eyeshadows kann man so als Refill kaufen, und damit stempeln wir jetzt einfach, wir swirlen nicht hin und her, wir stempeln einfach nur mit schwarzem Lidschatten, wir pudern den quasi ab. Minimal nochmal in die Lidfalte, minimal, kleine Pinsel, sowas, mit dem dunkelsten Braun, das wir da haben, this one. Pro-Tipp: Wenn ihr mit Glitzer gearbeitet habt und ihr habt Glitzer im Gesicht, das habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt, ich erzähle es aber nochmal, müht euch nicht ab, das zu versuchen mit einem Feuchttuch oder das hochzupicken oder so. Vergesst den Scheiß. Tape. Klebeband ist das Einzige, was wirklich super gut hilft. Also alles, was klebt, ne? Kann auch ein Sticker sein oder I don't know. Aber ja, that's the only thing, das euch zeitsparend hilft, die Scheiße wieder aus dem Gesicht zu kriegen. Jetzt haben wir den Teil geschafft. Ich würde jetzt anfangen, hier unten weiterzumachen. Ich mache mir jetzt erstmal den Bart hell. Und zwar nehme ich da wieder so eine kleine Spoolie Brush, sowas. Und meine Made by Mitchell Palette, wo ist sie denn? Diese hier, die hat diese ganzen Töne, und ich werde so einen Hautton weiß
Mutant-Mischling-Hybriden nehmen. Ich will es nicht komplett weiß, weil das würde dann zu sehr auffallen, aber wenn ich mich zwischen diesen beiden Shades hier, werde ich mir was rausnehmen. Mische ich sie. Und dann nehme ich einfach hier die Spoolie-Seite. Das Bürstchen machen wir das schön voll. Und wiggle mir das so in den Bart rein. Mir geht es nur darum, dass ich das Gefühl habe, wenn es heller ist und eher am Hautton ist, dann stört der Bart nicht so massiv. Es macht mich nicht härter und super maskulin und ich sehe nicht aus wie ein Walross und geschminktes, sondern eben ein bisschen softer. Und that's the goal heute. Aber jetzt machen wir erstmal die Foundation. Und da fangen wir auch an, wieder mit Color Correction, weil dieser ganze Bereich hier, da wo tendenziell wir Stoppeln sehen, da kann man mit Orange ein bisschen gegenpuscheln, weil alle diese Stoppeln haben einen blauen Unterton. Und ich habe auch angefangen, hier auf meine Aknenarben, da wo die sind, ein bisschen was drauf zu machen, weil ich habe immer das Gefühl, das kommt da so ein bisschen mit durch. Ich habe bei Drag Race tatsächlich hauptsächlich mit diesen 3 Stiften hier gearbeitet für meine Foundation. Das sind die Hourglass Foundation Sticks und ich habe einmal Light Beige, das ist mehr oder weniger mein Hautton. Und dann habe ich zum Highlighten einmal Blanc und einmal Alabaster. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gehen mal rein mit Light Beige und gucken mal, wie weit von der Realität wir entfernt sind. Okay. Die sind halt viel feiner, viel schöner, viel softer, sehen viel mehr aus wie Haut als jetzt der Kryolan-Stick im Vergleich. Aber die haben halt nicht diesen Grit. Und gerade hier für den Bartbereich möchte ich Grit. Da will ich es ein bisschen schmutziger, voller. Einfach, um die Stoppeln zu verstecken. Nicht mal nur die Farbe. Und ihr seht, die Farbe ist eh zu hell. Aber wir machen jetzt gleich, gehen wir da nochmal drüber mit der Anastasia Foundation. Dann ist auch die Farbgeschichte kein Problem mehr. Jetzt geht es nur erstmal hier um Coverage. Ich habe die Sasha Velour empfohlen, als wir zusammengearbeitet haben bei Drag Race. Und die benutzt die immer noch, sagte sie. Jetzt sehen wir meinen Contour Shade und gehe hier Drag sieht erstmal crazy aus, I know. Weil ich immer gerne ein bisschen einen schmaleren Hals habe, gehe ich mit der Kontur auch an der Seite meines Halses lang. Und ihr seht, ich habe unter der Wange Wangenkontur noch nicht gemacht, die kommt gleich. Die mache ich aber softer, die mache ich mit dem Pinsel. Kann hier schon anfangen, das so ein bisschen darunter zu schattieren, aber da will ich keine harten Linien drin haben, die ich dann erstmal wegblenden muss, weil würde es mir nicht schwerer machen, als es sein muss. Spitz. Ihr seht, das Kinn lasse ich spitz. Ich schattiere hier die Seiten ein bisschen höher, um das Kantige wegzuschattieren. Ne? Ich gehe hier hoch mit der Kontur und hier kommt gleich ein Highlight nochmal hin, um es ein bisschen spitzer zu machen, femininer. You know what I mean. Über Contouring hatten wir an anderer Stelle gesprochen in meinem Contouring-Video, das könnt ihr gerne gucken, wenn ihr da Fragen habt. Ich bin keine Freundin bei mir von zu harten Linien in der Kontur, im Drag-Make-up auch. Ne? Viele machen ja die Trixie Mattel-Nummer wirklich mit so angelegten Karten und harten Kanten, die dann gezogen werden. Und mit angelegte Karten meine ich literally angelegte Karten. Ne? Die nehmen dann, nur zum Vergleich, wenn das hier ein Flyer wäre, legen die sich den da drunter, halten den drauf und schattieren, schattieren, schattieren. Und dann kriegst du halt diese ganz harten Kanten. But that's not what I want. Das hier ist RCMA. Bisschen warm zum Konturieren, aber wir machen so eine Bronze-Tour-Geschichte quasi. Mischen wir da so ein paar Shades zusammen. Ich will einfach nur das hier noch ein bisschen mehr gesnatcht haben. Und ein bisschen warmer kann es ruhig auch sein.
Und hier gehen wir jetzt tatsächlich wieder rein mit meinen Hourglass Sticks. Wir haben einmal Blanc und einmal Alabaster. Ich gehe mal rein und guck mal, wie gut ich das finde noch. Oh ja. Das Krasse an denen ist, die sind irgendwie blurring und emollient, alles gleichzeitig. Die puscheln sich super schön in die Haut. I really love them. Benutze ich jetzt erstmal hier Curve Case. Das ist immer eine super wichtige Stelle. Der Moment, wo ich die Nase nach oben verlängere, indem ich hier die Kontur mitnehme und mir das so leicht in die Braue rein blende, wird das hier alles eins. Seht ihr das? Hier ist es noch so disconnected, das ist Braue, Auge, Nase. Und nur durch dieses bisschen Kontur hier ist es plötzlich, gehört es zusammen. Alles schon sehr schön. Wir machen trotzdem noch ein Minimü von dem hellen Elf Concealer. Hierhin und dahin. Und ich möchte jetzt den Teil hier zuerst fixieren und gehe da wieder rein mit meinem Make-up by Mario Fair Pink. So, dip, 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 dip. Bisschen von dem Peach hier. Jutti, pudern den Rest des Gesichtes. Nehmen wir wieder hier die One-Size-Maus, unsere Frau fürs Grobe heute. Und machen damit den Rest. Ich könnte jetzt diesen Bereich hier baken. Ich könnte hier jetzt baken mit einem weißen Puder. Ich habe von Ben Nye. Ich mache es eh nicht, aber ich könnte. Wollte ich nur gesagt haben. Ich könnte, wenn ich wollte. Ich will nicht. Was wir stattdessen machen, um die Highlights ein bisschen klarer zu definieren, ist MAC Shivering White zu benutzen. Den gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das vorübergehend ist oder ob sie ihn irgendwann wiederbringen. One Size hat jetzt von diesen Foundation-Pudern, die sowieso die besseren Foundation-Puder sind, einen Weißton rausgebracht. Der heißt, glaube ich, Stage White. Ich mische Fair One Neutral Rose mit Shivering White. Ich will es nicht knallweiß haben, aber ich will nochmal die Highlights ein bisschen herausarbeiten. Und ihr seht auch, lustigerweise, je mehr Puder man aufträgt, umso weniger faltig sieht es aus. Was eigentlich allem widerspricht, was wir so über Puder gelernt haben, aber manchmal ist das so. Hier in meiner selbstgepressten, selbst zusammengestellten Bronzer-Contour-Palette. Die zwei sind aus der Kate Von D Palette und die mische ich jetzt auf einer großen Fluffy Brush. Ich will es nicht zu konkret haben, ich will keine harten Linien. Und gehen wir da nur noch mal unterm Wangenknochen lang. Und ich habe auf jeden Fall diesen Bronzer aufgetragen. Das ist Too Faced Dark Chocolate Soleil. So sieht er aus. Das ist so ein, ich sage immer, es ist ein Fake Tan Bronze Ton. Der hat ganz schön viel Orange dabei. Und das ist natürlich gerade jetzt perfekt. Und ich liebe das Finish, weil das ist soft, blurry. Ihr seht, es gibt so einen leichten, es holt das leichte Peach auch zurück aus dem Blush. And it's exactly what we need for this look. Ich hatte mir für Drag Race eine Palette zusammengestellt. Und das hier ist meine Blush-Seite gewesen. Da habe ich mich immer ein bisschen bedient. Und das machen wir jetzt auch heute. Ich gehe da einfach wild einmal durch, hole mir ein bisschen Orange, ein bisschen Peach, ein bisschen Pink auf den Pinsel und hole mir hier die Blushmaus zurück. Ich habe gleich noch einen anderen Pat McGrath Blush, mit dem ich noch mal drüber gehen will. Aber das ist jetzt hier quasi meine Basis. Der Pat McGrath Blush, den ich meine, heißt Nude Venus und ich liebe den sehr. Das ist so ein NYX-Ton. Und das sind oft die besten. Gehe da rein mit so einer kleinen Fluffy Brush, hole mir hier was raus. Und mit dem verblende ich jetzt quasi die anderen Blushes und die Bronzer und alles nochmal, dass das ein bisschen mehr ein Guss ist. Gehe sogar kurz hier noch übers Auge.
Jetzt bleibt gar nicht mehr so viel. Wir müssen jetzt erstmal das Unterauge noch machen. Dann machen wir natürlich eine Lash und eine Lippe und eine Wig und so. Aber ja, Unterauge. Wenn ich mir das Foto anschaue, ist am Unterauge eigentlich nur, also es sieht aus wie ein Shade, wahrscheinlich sind es 2 oder 3, aber auch aus der Natasha Denona Palette auf jeden Fall. Dann nehme ich einen schrägen, aber großen Fluffy Pinsel, gehe mir direkt mit dem da rein, da müssen wir jetzt gar nicht hier rumeiern und sketche mir schon mal die Form, wie ich es haben will. Jetzt mit diesem Karamellton nochmal drüber. Mach's ein bisschen weicher. Ja, und wenn das hier nicht the perfect shade dafür ist, es ist so ein bisschen Freiflug. Ich sehe nicht so richtig, was ich hier tue. Maybe it's pretty. Yes. Eine Lippe. Wir nehmen Wherever Walnut für die Kontur. Shit. Ich mache jetzt das, was ich vor Ort auch gemacht habe, nämlich aus meiner Lipstick-Palette einfach Sachen nehmen, mit denen ich die Lippe so ein bisschen sculpten kann und dann später mal den Gloss drüber. Aber ja, ich habe mir jetzt hier so 4 Lippenstifte rausgeholt und modelliere damit die Lippe. Ich gehe mit dem hellsten zuerst rein, dann mit den nächsten Shades baue ich die Farbe auf. Es soll ja pink sein. Dann schattiere ich, jetzt kommt eigentlich mein Hauptton, der das ein bisschen lebendig machen soll. Und mit dem dunkelsten Shade gehe ich jetzt quasi in die Konturecken, also in die Ecken, und mache mir damit eine Kontur. Ich mache es dreidimensional wieder, ne? Tupf mir ein bisschen von diesem, ich habe mich in diese Technik ein bisschen verliebt, von dem 503 Puder von Mina, was ich euch auch gezeigt hatte. Tupfe ich mir ein bisschen was drüber. Dann weiß ich, dass ich dieses Gloss benutzt habe. Das Milani Sparkling Pink, das ist so ein bisschen mentholig. Und ich habe auf jeden Fall auch ein klitzekleines Highlight gesetzt mit meinem Jouer Skinny Dip Lip Topper. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen dunkler in die Kontur rein, weil ich auf dem Foto sehen kann, dass das Müh dunkler ist. Bisschen von dem Dior Rosy Glow Backstage Blush for the softness. Lash. Ich will auch eine softe Lash, aber mit ein bisschen Effekt. Und ich habe diese hier von, weiß gar nicht, AliExpress. Die sind so ein bisschen spiky. Das mag ich. Da hauen wir uns schnell 2 drauf, da müsst ihr nicht zugucken. So, ihr Süßen, wie ihr sehen könnt, habe ich gleich das Kleid angezogen und die Haare und so. Perücke von Marcus Wigs, einer meiner liebsten Perückenmacher auf der ganzen Welt, weil es einfach immer super, super schön ist und sauber gearbeitet. Und ich meine, die ist nicht geklebt und trotzdem you don't see anything. Ich habe die jetzt wirklich nur aus der Tüte gezogen. Ich hatte die bei der DragCon das letzte Mal auf, die einmal durchgebürstet. And it's still gorgeous. Überraschung, der Bart macht tatsächlich ein bisschen maskuliner. Wer hätte das gedacht? Aber ansonsten ist der Look, wie er sein soll. Er ist super schön, super soft. Ich liebe ihn nach wie vor. Und wir machen das jetzt öfter. So eine kleine Drag-Exkursion. Wenn ihr Fragen zu dem Look habt, irgendwas nicht klar geworden ist, wie ich es gemacht habe oder ihr noch was erklärt haben wollt oder Anregungen für den nächsten, dann sagt mir gerne Bescheid. In den Kommentaren könnt ihr das einfach in die Kommentarspalte schreiben und ich freue mich. Ich uploade jeden Sonntag. Wenn euch das gefallen hat, dann folgt mir, teilt es, liked es, kommentiert es und ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Süßen. Dankeschön. Tschüss.